Ich habe jahrelang einen Fehler gemacht. Ich habe geglaubt, dass man Erholung kaufen kann, dass man 1500 Kilometer weit fliegen muss, um den Stress des Alltages hinter sich zu lassen. Aber jedes Mal, wenn ich im Urlaub ankam, war da dieses Gefühl. Ich war zwar an einem anderen Ort, aber ich war immer noch derselbe gestresste Mensch. Wir jagen 2 Wochen Bequemlichkeit hinterher und opfern dafür die restlichen 350 Tage im Jahr unserer Trägheit. Wir nennen es Urlaub, aber eigentlich ist es eine Flucht. Heute zeige ich dir, warum ich aufgehört habe, auf den Sommer zu warten und warum eine einfache 15-Kilometer-Runde vor meiner Haustür mein Verständnis von Freiheit, Gesundheit und dem Älterwerden radikaler verändert hat als jeder Langstreckenflug. Das hier ist kein Video über Radfahren. Es ist ein Video darüber, wie du die Kontrolle über dein Wohlbefinden zurückgewinnst. Willkommen zu deinem ersten echten Abenteuer. Die Falle der großen Erwartung. Kennst du dieses Gefühl? Du sitzt im Büro, starrst auf den Bildschirmschoner mit dem Traumstrand und denkst, noch 3 Wochen, dann fängt das Leben endlich an. Wir projizieren all unsere Hoffnung auf Glück, Entspannung und Gesundheit in dieses winzige Zeitfenster von 14 Tagen im Jahr. Wir bauen einen emotionalen Druck auf, dem kein Urlaub der Welt standhalten kann. Und genau hier schnappt die Falle zu. Denn was passiert wirklich? Wir verbringen die ersten 3 Tage damit, das Adrenalin der Arbeitswoche abzubauen. Wir checken im Hotel ein und merken, der Stress ist mitgereist. Er sitzt mit am Buffet und er liegt mit am Pool. Wir haben Tausende von Euro ausgegeben, um vor unserem Alltag zu fliehen, nur um festzustellen, dass wir uns selbst mitgenommen haben. Und während wir auf den großen Moment warten, lassen wir die 340 anderen Tage im Jahr einfach verstreichen. Wir akzeptieren die Rückenpillen, die Müdigkeit und die Trägheit, weil wir uns sagen, im Urlaub werde ich ja aktiv. Aber dein Körper versteht das Konzept von Urlaub nicht. Er versteht nur heute. Er braucht die Bewegung jetzt und nicht erst im August an der Algarve. Das ist die Täuschung, in der wir alle stecken. Wir suchen die Freiheit in der Ferne, während wir unseren Körper und Geist zu Hause in Bequemlichkeit gefangen halten. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich diesen Druck auflöse? Was wäre, wenn ich nicht mehr auf den Sommer warten müsste, um mich lebendig zu fühlen? Was wäre, wenn das 15-Kilometer-Abenteuer vor meiner Haustür ehrlicher, gesünder und ja, sogar erholsamer als jeder Langstreckenflug ist? Die 3 Säulen der Mikrofreiheit. Säule 1. Das Logistikgefängnis versus radikale Präsenz. Warum stresst uns der große Urlaub so? Weil er aus tausenden Entscheidungen besteht. Wo parke ich? Ist der Reisepass noch gültig? Reicht das Datenvolumen im Ausland? Psychologen nennen das Entscheidungsmüdigkeit. Unser Gehirn ist schon erschöpft, bevor wir überhaupt am Strand angekommen sind. Das Fahrrad ist das Gegenmittel. Minimalismus ist die Abwesenheit von unnötigen Entscheidungen. Auf dem Fahrrad gibt es nur 3 Fragen: Treten, atmen, lenken. Diese radikale Vereinfachung schaltet dein Gehirn von Problemlösungsmodus auf Erlebnismodus um. Du bist nicht mehr der Manager deiner Freizeit, du bist der Entdecker deiner Umgebung. Säule 2. Erlernte Hilflosigkeit versus Selbstwirksamkeit. Viele Menschen denken, ein bequemes Leben im Alter sei die Belohnung für die harte Arbeit. Aber psychologisch gesehen ist totale Bequemlichkeit der Anfang vom Ende. Wenn wir alles auslagern, an das Auto, an den Fahrstuhl, an den Lieferservice, senden wir unserem Unterbewusstsein ein gefährliches Signal. Ich bin nicht mehr fähig, mich selbst zu bewegen. Jeder Hügel, den du mit 60 oder 70 noch aus eigener Kraft hochfährst, ist ein psychologischer Sieg über das Alter. Es ist der Beweis deiner Selbstwirksamkeit. Du merkst, ich bin kein Passagier meines Lebens, ich bin der Motor. Kraftsport und Ausdauer auf dem Rad sind keine Pflichtübungen.
Sie sind eine Versicherungspolice für ein selbstbestimmtes Leben. Säule 3. Die Zeitwahrnehmung. Hast du dich je gefragt, warum 2 Wochen All-Inclusive-Resort oft wie im Flug vergehen? Weil dein Gehirn keine neuen Reize verarbeitet. Ein Pool sieht aus wie der andere. Im Auto bist du in einer klimatisierten Box, isoliert von der Welt. Auf dem Fahrrad erlebst du eine sensorische Explosion. Du riechst den frisch gemähten Rasen, du spürst den Temperaturunterschied, wenn du in einen Wald einfährst. Du hörst das Knirschen des Schotters unter den Reifen. Diese Fülle an realen physischen Eindrücken dehnt die Zeit. Ein 15-Kilometer-Abenteuer fühlt sich im Gedächtnis oft größer an als eine Woche am Hotelpool, weil dein Gehirn tatsächlich etwas zu verarbeiten hat. Du konsumierst keine Bilder, du speicherst Erfahrungen. Die Frage ist also nicht, habe ich genug Geld für den großen Urlaub? Die Frage ist, habe ich den Mut, die Bequemlichkeit für eine Stunde aufzugeben, um mich wirklich lebendig zu fühlen? Denn der wahre Luxus ist nicht das Ziel auf der Landkarte. Es ist die Fähigkeit deines Körpers, dich überall hinzubringen, wo du hin willst. Das Paradox der Bequemlichkeit. Ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, aber ist das nicht furchtbar anstrengend? Ich will im Urlaub doch einfach nur meine Ruhe haben. Ich habe das ganze Jahr hart gearbeitet. Ich habe mir die Bequemlichkeit verdient. Und hier ist die schmerzhafte Wahrheit, die uns niemand sagt. Bequemlichkeit ist eine Falle. Wir wurden darauf programmiert zu glauben, dass das Ziel des Lebens darin besteht, jeglichen Widerstand zu eliminieren. Rolltreppen, Lieferdienste und autonome Autos. Wir denken, wir sparen Energie, aber in Wirklichkeit bauen wir unsere physische Resilienz ab. Wenn du dich für das bequeme Leben entscheidest, entscheidest du dich schleichend für ein kleineres Leben. Ein Leben, in dem die Welt hinter der Windschutzscheibe immer unnahbarer wird. Ein Leben, in dem du mit 70 vielleicht das Geld für die Kreuzfahrt hast, aber nicht mehr die Kraft, das Schiff zu erkunden. Aber hier ist das, was ich erst durch tausende Kilometer auf diesem Sattel verstanden habe. Die Anstrengung ist nicht der Preis, den du zahlst. Die Anstrengung ist die Belohnung. Denn in dem Moment, in dem deine Muskeln brennen und dein Atem schwer geht, passiert etwas Magisches. Dein Gehirn hört auf zu grübeln. Es gibt keinen Platz mehr für die Deadline am Montag oder die Sorgen um die Zukunft. Es gibt nur noch dich und diesen einen Moment. Das 15-Kilometer-Abenteuer ist nicht deshalb besser als der Luxusurlaub, weil es billiger ist. Es ist besser, weil es dich zwingt, präsent zu sein. Es gibt dir deine Autonomie zurück. Es macht dich nicht nur fit für das Alter, es macht dich wach für die Gegenwart. Du musst nicht um die halbe Welt fliegen, um dich neu zu entdecken. Du musst nur den ersten Gang einlegen. Bist du bereit, den Luxus der Bequemlichkeit gegen den Luxus der Lebendigkeit zu tauschen? Der Moment der Ankunft. Wann war das letzte Mal, dass du dich wirklich angekommen gefühlt hast? Nicht angekommen im Hotel, am Gate oder am Zielort irgendeiner Liste, sondern angekommen bei dir selbst. Wir jagen dem großen Glück in fernen Ländern hinterher, weil wir hoffen, dass die Distanz uns von unseren Sorgen trennt. Aber das wahre Glück der Reise liegt nicht in den Kilometern, die wir zurücklegen. Es liegt in der Stille, die eintritt, wenn der Lärm der Welt durch das rhythmische Atmen und das Surren der Reifen ersetzt wird. In diesem Moment, hier draußen, bin ich kein Konsument mehr. Ich bin kein Tourist, der für ein Lächeln bezahlt hat. Ich bin ein Mensch, der seine eigene Freiheit zurückerobert hat. Diese 15 Kilometer haben mich mehr über meine Stärke, meine Ausdauer und meine Freude gelernt, als jeder zweiwöchige Stillstand am Pool. Das ist der Minimalismus, von dem niemand spricht. Die Erkenntnis, dass du bereits alles besitzt, was du für ein erfülltes Leben brauchst. Dein Herz, deine Lungen und deine Neugier. Das Fahrrad ist nur der Schlüssel, der das Schloss zu dieser Erkenntnis öffnet. Wenn wir älter werden, zählen nicht die Tage, an denen wir es bequem hatten. Es zählen die Tage, an denen wir den Wind im Gesicht gespürt haben und wussten, ich kann das noch. Ich bin noch hier, ich bin noch aktiv und ich bin noch frei. Und jetzt seid ihr dran. Warte nicht auf den perfekten Moment oder den nächsten Sommerurlaub, um endlich tief durchzuatmen. Das Abenteuer bittet dich nicht um ein Visum oder ein hohes Budget. Es bittet dich nur darum, die Tür aufzumachen und loszufahren.
Ich möchte, dass du mir heute ein Versprechen gibst. Such dir eine Strecke, die nur 15 Kilometer lang ist. Fahre sie diese Woche und wenn du zurückkommst, schreib mir unten in die Kommentare nur ein einziges Wort. Angekommen. Ich will wissen, wie viele von uns nicht mehr auf den nächsten Sommerurlaub warten, sondern zu sich selbst finden. Wenn dir dieser Gedanke geholfen hat, dann teile dieses Video mit jemandem, der gerade im Urlaubsstress versinkt. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann auf dem Fahrradweg. Ciao, euer Manuel.